Ja, wir sind unterwegs und wir haben uns schon mal gesehen, Vanessa, oder? Ja, auf der CMT in Stuttgart natürlich. Siehst toll aus. Du hast den Lippenstift nochmal nachgezogen. Du hast Extra für euch da draußen. tolle blonde Haare und das da vorne ist tatsächlich deine Mama und die hält deinen Sohn. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hingelaufen ist. Die ist, glaube ich, zum Eisessen. Aber genau, ja, Leonardo. So, ich zeig's mal. Ihr seid nahbar, ihr seid zum Anfassen. Wir sind auf der New Housing in Karlsruhe und du hast einen Container, würde ich jetzt mal sagen. So die Zapfen sieht so aus, als könnte es mal ein Container gewesen sein. Ja, ganz genau. Also wir haben hier wirklich ein extrem robustes Material und unser Stahlrahmen sorgt tatsächlich auch dafür, dass wir solche riesengroßen Trümmer von Glaselementen hier verbauen dürfen und dass wir so viel Gewichtsmöglichkeit haben, dass wir auch alles aus einem Massivholz innen auskleiden können und dass wir tatsächlich auch sämtliche Art von Dämmung hier mit integrieren und auch Heizung integrieren. Also ja, wir haben keine Gewichtsbegrenzung, wir haben sogar eine Überbreite von 3 Metern, was dem Ganzen natürlich auch extrem gut tut innen. Aber das werden wir auf jeden Fall auch gleich uns genauer anschauen. Jetzt mal eine Frage, das ist jetzt ein Seekontainer, ein Standard-Seekontainer, weil die sind ja doch ein bisschen schmaler. Das ist ein überbreiter Seekontainer. Ja, genau, also ich habe mich für Überbreite entschieden. Ich bin unter anderem Vorständin der Bundesverbraucherhilfe und setze mich für das Thema bezahlbares Wohnen in Deutschland ein, was auch ökologisch funktionieren muss und energieeffizient ist. Also wir müssen alles wirklich hier berücksichtigen, was gern die Bundesregierung von uns hätte, um Wohnraum zu schaffen, weil wir wollen die Dinger nicht nur einfach emotional wie so ein Tiny House Bauer bauen, sondern wir wollen halt eben die auch verteilen in Deutschland und das auch wirklich in die Breite bringen. Und dafür müssen wir einfach nach den Gesetzen und Regelungen der Bundesregierung hier agieren. Das sieht man. Also du hast noch genug Dachfläche, du könntest Solar drauf machen, du könntest eine Wärmepumpe mit Solar verbinden, was ja heute der letzte Schrei ist. Gibt es denn auch einen Zuschuss von der KfW? KfW 40, wenn man möchte sogar. Also damit haben wir gegebenenfalls sogar Finanzierungsoptimierung mit 1% Finanzierung, einem Bonus von mehreren Tausenden Euro, die man hier mit beantragen kann. Es muss immer noch mal individuell berechnet werden, damit wir auch wirklich schauen können, ob es überhaupt einen Vorteil bietet. Ja, was gut dämmt, die Wärme abhält, hält auch den Schall ab. Wir können das jetzt mal ausprobieren, wir gehen mal rein. Denn jetzt bin ich gespannt, hier draußen ist die Hölle los, da drin ist still, oder? Ja, also das werden wir jetzt gleich mal sehen. Hi. Hallo. So, wir gehen mal rein, die Kollegin. Und ihr habt die Klimaanlage laufen hier drin? Ja. Das ist angenehm. Ist ja schön kühl. So, jetzt macht sie zu und das ist doch krass. Das heißt, wir stehen jetzt hier am Capital Center of Lärm hier draußen und hier drinnen ist absolute Stille. Definitiv. Ja, also wir haben hier auch wirklich extrem gut gedämmt. 3-fach verglaste Fenster. Ja, also oben, unten gedämmt, kann man einfach nur sagen. Ja, du bist eine ziemliche Powerfrau, hast Kinder noch mit dabei. Wie kam es auf die Idee, Tiny Häuser? Also ich bin jetzt hier seit 10 Jahren in Karlsruhe tätig in der Immobilienbranche als selbstständige Immobilienunternehmerin. Man sieht auch hier hinten unseren Immobank-Stand. Also wir machen nicht nur Immobilienvermittlung, sondern ich setze mich ein für smarte Apartmentlösungen mit Möblierungen. Ich baue auch selber, das ist eher so ein Privatding, bisher Wohnmobile aus zu mobilen Tiny-Häusern, die dann aber wirklich so aussehen wie ein Wohnmobil. Nur wirkt es wie ein Holz-Tiny House, aber das kann ich gerne mal zeigen. Ist sogar ein Gewinnspiel aktuell, wo man es gewinnen kann. Zeige ich gerne mal. Aber wie kommt man darauf? Ich bin, wie gesagt, verantwortlich für das Thema bezahlbaren Wohnraum schaffen und dadurch arbeite ich einfach auch mit den Gesetzen der Bundesregierung hier zusammen, damit wir das auch in die breite Masse endlich hier nach Deutschland bekommen. Ja, es gibt ja viele Fördertöpfe, die man A kennen muss, das ist ganz wichtig. Definitiv. Und B braucht man natürlich auch die Leute, die sowas beantragen, weil wenn das noch nie beantragt wurde, viele beantragen es einfach nicht. Das ist das Problem, weil sie gar nicht wissen, dass es A das gibt und wie man es beantragt. Riesending, denn die Förderungen sind echt krass hoch. Also definitiv, die sind total unterschätzt. Man muss sich da dem Thema natürlich widmen und mit dem Thema auskennen. Aber ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren, wie gesagt, selbstständig in dieser Branche und weiß da relativ gut drüber Bescheid. So, fangen wir mal an. Ja. Die Lösung hier ist,
Die muss jetzt natürlich verdunkelt werden. Wenn ich jetzt hier schlafe und möchte nicht, dass mir jeder reinschaut, da gibt es Lösungen für. Ja, definitiv. Also wir bieten unsere Modelle, die wir ausliefern, ausschließlich mit einer speziellen Fensterfolie an, die dann also auf Knopfdruck einmal alles verraucht, sage ich mal, mit einem speziellen Gas in der Folie, sorgt dafür, dass dann von außen keiner mehr reingucken kann, ich aber noch alles draußen sehe. Ist das hier der Fall bei denen? Das ist jetzt beim Ausstellungsstück nicht der Fall, weil alle reingucken sollen. Ja, wir müssen das wirklich gut durchsichtig halten. Aber nochmal, das ist das, was ich kenne von Niesmann. Die haben das drin gemacht, du drückst auf den Knopf und dann kannst du nicht mehr durchgucken. Ganz das ist genau. auf dem Klo So zum ist Beispiel das so. hier. Korrekt. Und wir können auch von außen verschatten. Das würden wir auch vorproduzieren in unserer Produktionsstätte Nähe Pirmasens. Allerdings würden wir das erst später montieren, weil wir haben ja eine 3 Meter Breite und wir wollen auch unwirklich gerne breiter werden, damit wir einfach keine Spezialtransporte hierfür brauchen. Wir können ohne Begleitfahrzeuge sehr, sehr kostengünstig mit dem Kran beladen, verfrachten, mit dem Kran wieder entladen, anschließen und wieder gehen. Bei 3 Metern geht das, glaube ich. Bei also 3 Metern geht das. Das machen irgendwie die wenigsten. Aber wirklich solche Modulbaukonzepte, irgendwie gar keiner hier. Ne? Das ist ein Schwerlastauszug hier? Ja, also das hier ist ein Schwerlastauszug mit 1,60 Meter. Guck mal, das ist ein bisschen unordentlich hier. Geht da hinten weiter. Das ist also so lang, wie das Bett breit ist. Zieh mal bitte. Okay. Achso, genau, weil das ist so gut, das musst du mal gerade frei machen. 1,60 Meter und rollt auf dem Boden, oder? Genau so. Total simpel. Man merkt, dass du aus dem Campingbereich bist, weil da ist ja in den Heckgaragen oft mal ein Schwerlastauszug drin. Genau. Dann hast du dafür gesorgt, dass man hier eine Spielecke auch hier drunter, hier könnte man auch hier drunter schlafen. Also, also wir haben jetzt hier quasi einen 1,60 Meter langen Tisch. Also was man noch berücksichtigen muss, wir haben jetzt hier lediglich für die Messe mal ein bisschen Möbel reingestellt, aber normalerweise würde das ein Schreiner machen, auch so, wie der Kunde das will. Ich setze mich dann auch wirklich mit den Leuten hin, erarbeite darf ich das mal gerade zeigen? Du hast diesen langen Tisch, weil der so filigran ist, kannst du den total prima da drunter stellen. Genau. Da sind die Hocker drunter, die kannst du auch noch für andere Sachen verwenden. Genau, also wenn sie hohl werden, kannst du mit rausnehmen, die sind stabil. Und wenn du fertig bist, bitte mal reinschieben. Ja. Das könnte ich ja den ganzen Tag filmen. Also wir können es auch raus mitnehmen, mit raus in den Outdoor-Bereich. So, und dann einfach hier wieder rein. Und weg ist es. Ne? Und weg ist es. Ein bisschen raus oder ich mache es richtig rein. Okay, ein bisschen raus, da könnte ich schon mal frühstücken. Genau. Hier drunter, da ist dein Sohn, der Leonardo. Der sich hier vergnügt. Das ist dann die Kinderecke, die auch entsteht und größer wird, wenn man das natürlich rauszieht. Aber ich kann auch gerne den Tisch mit rausnehmen. Also ich habe die Möglichkeit, unsere Sicherheitseingangstür auch so zu öffnen, dass wir sie als doppelflügelige Eingangstür nutzen. Und dann sind wir dem ganzen Outdoor-Bereich noch ein bisschen näher. So, und das ist so. Das heißt, viel spielt sich ja mittlerweile draußen ab. Ja. Hier hast du eine Wärmepumpe mit drin, eine kleine, die kann heizen und kühlen. Habe ich so. Und Frischluft, ganz genau. So, es gibt ja so Wärmetauscher-Frischluftzuführungsteile, die dafür sorgen, dass du, ich sag mal, das Wasser rauskriegst, die Feuchtigkeit rauskriegst und immer frische Luft hast. Weil hier ist ja schon dicht, oder? Das Material, oder ist es diffusionsoffen, hier die Wand? Ja, das können wir tatsächlich individuell hier auch auswählen und konfigurieren. Ne? Also je nachdem, es gibt Menschen, die wollen einfach möglichst kostengünstig hier sein. Die können also auch eine ganz dünne Dämmung bekommen. Das wird dann auch noch mal wesentlich günstiger. Oder wir haben welche, die sehr ökologisch sind. Dann haben wir welche, die wollen einfach nur eine KfW-Förderung. Also wir können hier sogar das individuell bestimmen. Wir machen das in Pirmasens relativ barrierearm und können da uns individuell drauf einlassen. Du bist ab und zu mal da in Pirmasens? Ja, natürlich. Du weißt ja, wo ich herkomme, aus Saarbrücken. Also der ist ja nicht so weit her. Da komme ich euch mal besuchen. Ah ja, gerne. Wir haben da auch einen Showroom. Da können unsere Kunden dann sogar ihre Fliesen fürs Badezimmer oder einen Bodenbelag auswählen. Also nicht nur Schuhe kaufen kann man in Pirmasens, genau, oder Klamotten im Outlet Center. Ich zeige mal hier vorne, ihr habt ganz normale Haushaltsgeräte drin. Wie lange ist das Haus hier denn schon existent? Wie lange habt ihr? Das gibt es jetzt ungefähr 2 Monate. 2 Monate, also ganz frisch. Ja. Und du hast viele Sachen draufgeklebt.
Da lebst du in einem gesunden Wohnklima, da der komplette Innenraum und alle Möbel aus Massivholz bestehen, also massiv Kindertagesstättenqualität oder wie? Nee. Also wir haben da schon richtig coole Sachen verwendet, aber wir würden das auch individuell machen. Wir arbeiten auch mit IKEA zusammen. Wir können auch individuelle Möbelstücke integrieren. Nein, das war plus. Kindertagesstättenqualität heißt... Okay, besonders gut und hochwertig. Ja, genau, weil die Kinder Bauklötze immer fallen lassen. Ach so, die Qualität. Ja, gut. Das wo du draufhauen kannst und die kriegen eine Patina und alles wird schön. So, da sind Schränke drin. Zeig mal bitte. Genau. Pushlocks. Das sind 2,70 Meter hohe Schränke, die haben Magnete drin für die Lieferung. Da geht es dann auch wirklich bis runter und über eine Außenluke, die auch konfigurierbar ist, könnte man dann auch noch sämtliche Dinge, die man nicht so häufig braucht, einfach unten rein lagern und ja, genau, Tür wieder zumachen. So, Kühlschrank haben wir, glaube ich, schon gezeigt, oder? Ja, also wir haben jetzt hier ein Backofen, Ceran-Kochfeld, Spüle. Wir haben hier sogar eine Waschmaschine mit einer Trocknerfunktion. So ein Waschtrockner. Genau, also wir haben es jetzt einfach mal reingestellt, wie gesagt, nur ist damit Demo. Die Leute sich mal vorstellen können, wie viel Platz tatsächlich hier so ist. Das heißt, hier die 3 Meter für die Messe haben dich jetzt nicht arm gemacht, der Transport, oder? Nee, das ging. Hat 500 € gekostet mit Kran. Echt? Und das, also ganz im Ernst, wenn man sich ein Pickup kaufen muss, damit man so ein, ich sag jetzt mal, instabiles Tiny House on Wheels hinter sich herziehen muss, das ist schon effizienter dann. Also, warum darfst du sowas sagen? Wir haben hier einen massiven Stahlrahmen außenrum. Ja. Das ist Container, die kannst du sogar stapeln, theoretisch, oder? Genau, die können wir auch stapeln. Wir bieten aber hauptsächlich auch L-Formen an, also die sind besonders begehrt oder wirklich auch doppelt nebeneinander. Ne? Also jetzt bei dem Badezimmer sieht man auch, wo wir eigentlich herkommen, dass wir eigentlich ganz, ganz viele Neubauobjekte bauen und fertigstellen. Und das ist wirklich ein Standard, der heute in einem Neubau-Badezimmer so verbaut wird. Also ich zeig mal, so ein schönes Bad habe ich mir jetzt gerade bauen lassen. Allerdings habe ich noch eine Duschtür davor gemacht, weil die Spritzer nicht so gemochte. Ja, wir haben hier 2,70 Meter riesengroße Fliesen verbaut. Also die können wir auch individuell natürlich anders ausstatten. Das ist so Feinsteinzeug oder was an der Seite ist. Das ist dann raumhoch und sieht total schick aus, oder? Ganz genau. Es ist halt fugenlos und einfach nur edel. Es ist total edel. Also es gefällt mir. Sag mal hier, der Preis hier, das ist ja oft eine gestellte Frage hier von dem Musterhaus. Was kostet sowas? Ja, also es kommt natürlich immer drauf an, was der Kunde will. Es ist nun mal leider sehr individuell, aber um die 75.000 muss man ungefähr rechnen. Echt? Ja. Ich hätte gedacht mehr. Ja. Ehrlich, weil wir sind ja hier made in Germany, korrekt? Ganz genau. So, und ich setze mich jetzt mal aufs Klo, du bleibst mal da stehen, dann zeige ich mal die Raumhöhe, dass man das mal sieht. Du kommst ja nicht an die Decke, oder? Keine Chance. Nee. So, das ist hier drin. Und da sieht man es. Ja, sie klopfen. Und ich schieße mal gerade in den Raum rein. Das ist eine tolle Größe. Geht's länger? Ja, klar. Also wir können wirklich fast alles machen. Und ihr könnt die kaskadieren ineinander. Das war diese L-Form, von der du gesprochen hast. Ja, also was auf jeden Fall immer Sinn macht, einen Zoom-Call mit mir zu vereinbaren, ein individuelles Einrichtungskonzept zu machen und dass ich dann auch wirklich einen Preis sage und dann schauen wir auch, ob eine KfW-Förderung hier dienlich ist. Sehr schön. Und KfW, was zahlt die zum Beispiel bei den 75 oder sind die da schon drin? Ja, also es gibt, nee, das ist nicht mit drin. Da müssen wir, wie gesagt, individuell berechnen. Das kann bedeuten eine 1% Finanzierung oder ein Bonus von 10.000, 20.000 € on top pro Einheit. Ist ja schon was, oder? Ja, bei das 75? Ist einiges, ne? Also wenn ich so überlege, was man da für einen Wohnwagen für den Preis bekommt, der nicht gefördert ist und nicht wohngenehmigungsfähig. Also für mich war wichtig, dass das hier wirklich auch als Wohnobjekt genutzt werden kann. Das ist hier der Fall. Es ist baugenehmigungsfähig. Und es bietet wirklich richtig viel Raum. Ich habe hier Wert gelegt auf Minimalismus. Wir haben wirklich nur ein einziges Material, nämlich Massivholz verwendet und im Badezimmer Fliesen. Und ja, das merkt man einfach auch, wenn man reinkommt. Hast du gut gemacht. Also man merkt, dass du dich auskennst. Bitte mal die Tür schließen, dass man mal sieht, die rollt auch ganz schön. Und wir gehen jetzt mal... Dreckig schon. Ja, das ist nicht schlimm. Wir gehen mal schnell raus. Ja. Da ist noch ganz kurz der Geschirrspüler einmal öffnen. Dann haben wir den auch gezeigt. Den haben wir eben schon gezeigt. Ja, also da muss die Tür auf sein. Ja. Aber später kommt der nach links. Dann ist das nicht so schlimm. So. Genau, richtig. So, mach mal auf, bitte. Ja. Also wenn ihr irgendwas gesehen habt, die Messe war ja relativ... spontan für viele. Wann habt ihr euch entschieden, auf die Messe zu gehen? Vor ein paar Wochen. Ja. Genau, vor ein paar Wochen. So, die anderen können wieder rein gerne. Das ist so, ich zeige das mal gerade. Sag mal, der Ansturm hier, der ist schon krass, oder? Das heißt, also du hast eine Schlange, die geht so fast Europapark. Ja, also es ist wirklich besonders, wie
ja, Wahnsinn, was hier los ist. Also wenn ich es auch mal so vergleiche mit den anderen Tiny House Herstellern, die sind ein bisschen neidisch auf uns hier. Ja, draußen hat man auch viele Schlangen, aber das ist ein tolles Konzept. Das heißt, du hast einen extrem stabilen Stahlrahmen. Ja. Der kann sich nicht verwinden. Das ist auch ein Riesenvorteil. Also das ist so stabil und massiv, dass wir so viel Glaselemente verbauen können, wie andere Tiny Häuser quasi wiegen. Das ist toll, ja. Und ihr könnt normales Material verwenden, was ja auch wesentlich günstiger ist, als wenn du da jetzt irgendwas Spezialmaterial sowas verwendest. Das ist so. Ja, also wir können ganz normale Baumaterialien verwenden und wir sind total flexibel. Wenn ein Kunde was anderes möchte, dann richten wir uns danach. So, komm mal mit, wir machen mal ein bisschen einen Hinweis für dich, dass die Leute mal wissen, wo sie dann was eingeben müssen bei Google. Und Tiny Malisto. Ist das ein guter Suchbegriff für dich? Genau, die Symbiose aus Tiny House und minimalistisch. Ich denke, das gibt das Ganze sehr schön wieder. Und ja, hier vorne sieht man auf jeden Fall auch, das muss ich noch kurz zeigen, das, was ich einfach auch privat total toll finde. Das ist nämlich das Ganze als Tiny House auf 4 Rädern. Der steht tatsächlich draußen, das war jetzt nur eine Animation, aber ja. Das ist natürlich etwas, wo mein Herz auch für schlägt, weil ich die Mobilität doch liebe. Wo draußen steht das? Draußen auf dem Hof. Auf dem VIP-Parkplatz oder hier auf Genau. oder in der Messe? In der Messe. Echt? Also draußen auf dem Parkplatz, wo die anderen Besucher parken. Ah, okay, alles Ja. klar. So hast du ein bisschen Werbung für gemacht. Also das gibt's zu gewinnen. Genau. Gewinne eine von 3 Reisen. So, dann viel Spaß wünsche ich dir jetzt. Wir werden mal einen QR-Code abfilmen und tinymalisto.de/Gewinnspiel. Hast du toll gemacht. Darf ich mal deine Postkarte zeigen? Du hast so eine Postkarte, wo du aussiehst wie die Maya von Hohen... wie heißt die? Die hier? Ja, die da. Guck dir mal das Bild an. Du hast ein Selbstbewusstsein, das ist ja unglaublich, oder? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Selbstbewusstsein. Ja, also das ist Ach so. Quatsch. Also du bist so eine, mit dir will ich ja nicht verheiratet sein. Du auch nicht mit mir, aber es ist so, du weißt schon genau, was du willst. Wir Ja? fragen kurz meine Mutti, will ich ihn heiraten? Nein. Weil ich hätte richtig Angst vor dir. Weil du bist eine richtige Powerfrau. Das muss ich Ja. mal, also jetzt im Vorteil. Also man darf ja auch mal Spaß machen im Fernsehen. das ist echt deine Mama. Ja, das ist meine Mama, genau. Und der kleine Leonardo. Und da hinten ist auch nochmal sind wir, ne? Hast du irgendwas machen lassen oder bist du so schön, wie du bist? Weil du siehst so jung aus. Hier von der Und das ist dein Sohn. Ich zeig mal gerade. Der ist ja goldig. Das ist der kleine Leonardo. Der versucht hat, Eis zu essen. Ja, genau. Das macht er schon ganz gut. Das heißt, ihr seid nahbar. Hier sieht man auch das Aufstellen. Das Ja. heißt, ihr habt schon ein paar gebaut? Ja, Wie viele ungefähr? 100? wir haben auf jeden Fall schon ein paar tausend Häuser gebaut in dem Umkreis von Pirmasens. Und wir sind jetzt ganz aktuell auf dem Markt seit circa 2 Monaten. Und so sieht dann die Produktion der Tiny Houses aus. Sehr schön. Ich komme mal vorbei in Pirmasens. Und dann machen wir das. freuen wir uns. So, nochmal dein Vorname, bevor ich ganz daneben drücke. Mein Name? Ja. Vanessa. Vanessa war es, genau. Weil ich hätte sonst geschätzt, ja, wie es ist. Das geht dann immer schief. Ingrid, Namensgedächtnis. kein Problem. Nee, Vanessa. Vanessa war schon klar. Und das müsst ihr euch angucken. Also du bist ja wirklich, also die Amerikaner, die hätten, glaube ich, die hätten Angst vor dir, weil du das von der Werbung her besser machen kannst. Dann obendrauf noch das ABC, weißt du, der V, der oben drauf. Also du lebst ja den amerikanischen Traum hier so ein bisschen, was Immobilien angeht, oder? Ja, absolut. Also ich mache das, was mir Spaß macht, aber ich gucke auch, dass ich Lösungen finde für Probleme, die andere Leute haben. Ja. Was hast du gelernt eigentlich damals? Ich bin eigentlich gelernte Speditions- und Logistikkauffrau, habe Fremdsprachenassistentin gelernt, später dann in die Immobilienbranche, in den Vertrieb gewechselt. Das merkt man. Du bist Vollblut, Bin Vertrieblerin. aber auch zertifizierte Unternehmensberaterin, Coach, habe einen sehr guten YouTube-Channel, der größte Welcher auf ist das? YouTube, Vanessa Wenk für Immobilienmakler. Ja, und habe seit 10 Jahren ein Immobilienmaklerunternehmen, investiere selber in Immobilien und mein ganzes Geld wird in Zukunft gesteckt in Tiny Häuser. Und nicht in Bitcoin. So, ich zeig's. Da vorne ist es. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Vanessa Wenk. Wenk. So, tschüss.